Hallo alle miteinander. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir einen Körperausschnitt. Diesen Körperausschnitt habe ich aus diesem Buch für Künstler. Das sind verschiedene Akte drin in verschiedenen Posen und da habe ich mir einen Akt ausgesucht, habe mir so ein kleines Fensterchen gemacht und mir aus diesem Akt einen Ausschnitt ausgewählt. Mit dem werde ich jetzt arbeiten. Den Ausschnitt habe ich vergrößert und mir ein Raster angelegt. Dieses Raster übertrage ich jetzt auf meine Leinwand mit einem Aquarellstift. Zudem brauchen wir noch einen Bleistift und Spachtel, die gibt es in verschiedenen Größen. Ich werde sehr wahrscheinlich hier mit solchen kleinen arbeiten. Dann habe ich mir so eine Palette gemacht aus Verpackungen von Betttüchern zum Beispiel. Die sind schön flach und das brauchen wir nachher, um die Farbe besser aufzunehmen. Hier habt ihr jetzt die Vorzeichnung mit dem Raster und das Foto, mit dem ich arbeiten werde. Von beidem könnt ihr euch ein Bildschirmfoto machen. Jetzt machen wir die Vorzeichnung anhand dem Raster mit einem Bleistift. Die Kästchen habe ich mit einem Aquarellstift gezogen, damit ich die anschließend besser mit einem feuchten Lappen wegputzen kann. Das mit dem Raster, das haben wir ja schon öfters gemacht, das kennt ihr ja auch von meinen anderen Videos. Wichtig ist halt, dass ihr euch Anfangs- und Endpunkte nehmt und dann erst die Linie zieht. Wenn die Vorzeichnung fertig ist, werden die Rasterlinien mit einem feuchten Lappen weggeputzt. Wenn ihr nachher zu den Farben kommt, dann könnt ihr Farben wählen, wie ihr möchtet. Hier seht ihr jetzt die Farben, für die ich mich entschieden habe. Das ist Elfenbein, dann ein dichter Ocker, daraus habe ich ein Gemisch gemacht. Dann habe ich Weiß und Terrakotta, daraus habe ich auch ein Gemisch gemacht. Und dann habe ich noch gearbeitet mit Umbra gebrannt und Schwarz und dann so ein mittleres Braun. Nun beginnen wir die Farbe aufzutragen. Ich nehme mir Farbe auf diesen kleinen Spachtel und trage sie auf die Leinwand auf. Wir arbeiten ausschließlich mit einem Spachtel. Wir nehmen keinen Pinsel zur Hilfe. Wichtig ist, dass ihr nicht einen Farbton auf dem Spachtel habt, sondern immer noch einen Nachbarton. Wie jetzt hier bei mir zum Beispiel das Elfenbein Weiß oder das Lichter Ocker. Ich nehme mir immer wieder frische Farbe von meiner Palette und bewege dann die kleine Spachtel hin und her oder rauf und runter. Wichtig ist, dass ihr nicht zu viel oder zu lange an einer Stelle wischt. Dann habt ihr nämlich keine Spuren mehr, sondern dann wird es ein einziger Ton. Also zwischendurch immer wieder mal mit dem Spachtel auch in schon gemalte Bereiche reingehen, um diesen Bereichen Leben zu geben. Solange die Farbe feucht ist, könnt ihr immer wieder mit einem neuen Ton in das bereits gemalte reingehen. Umso lebendiger wird das Ganze. Das wird nachher schwieriger, wenn schon mal die erste Schicht getrocknet ist und man etwas verbessern möchte. Dann sieht das je nachdem nicht mehr ganz so harmonisch oder fließend aus. Ich würde vorschlagen, ihr schaut mir jetzt weiter zu. Von der Technik her ist das jetzt immer dasselbe. Natürlich ändern sich die Farbtöne.
Ich nehme also immer wieder Farbe auf die Spachtel, wie ihr hier seht, dann auch schon mal 2 verschiedene Farbtöne, wie jetzt das Dunkelbraun und das Ocker, und trage das dann auf. Und wichtig ist halt, dass die Farben, ja, gemischt werden. Aber nicht zu viel gemischt, dass es ein Ton wird, sondern das muss halt lebendig sein. Ich werde jetzt den ganzen Körper bis auf die Brustwarze und das kleine Dreieck im Hintergrund in einem Zug durchmalen, weil es mir wichtig ist, dass die Farbe noch feucht ist, wenn ich sie ineinander arbeite. Also wenn ihr jetzt anfangt zu malen, solltet ihr gucken, dass ihr genug Zeit habt, um das ganze Bild fast fertig zu malen.
So weit sieht das Bild jetzt aus. Ich schaue mir das jetzt von weitem an und sehe also auch schon auf Anhieb, wo ich noch was verbessern muss. Hier kommt jetzt erstmal noch das kleine Dreieck im Hintergrund. Das mache ich ganz hell. Dann lege ich jetzt hier nochmal schwarz und Umbra gebrannt drüber und gebe dem Ganzen auch nochmal wieder was Lebendigkeit. Das ist jetzt im trockenen Zustand natürlich schwieriger, weil wir jetzt nur noch kleine Parzellen verbessern. Wichtig ist, dass ihr euer Bild jetzt immer wieder nehmt, das von weitem betrachtet und dann entscheidet, wo kann ich noch was besser machen. Hier kommt jetzt die Brustwarze nochmal in einer etwas näheren Ansicht. Und danach werde ich noch hier und da kleine Verbesserungen vornehmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt wieder was gelernt, besonders mal eine etwas andere Technik. Es wird noch ein zweites Video in dieser Technik geben und vielleicht sehen wir uns dabei ja wieder. Vielen Dank.